Als Beratungsunternehmen unterstützen wir seit 1983 Unternehmen und Kommunen bei der Wärmeplanung und der Umsetzung von Fernwärmeprojekten basierend auf erneuerbaren Energien. Unsere jahrzehntelange Erfahrung zeigt uns, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, brauchen wir Planungssicherheit. Eine gute Wärmeplanung hilft uns, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wo wir hinwollen und wie wir dorthin kommen wollen. Nicht zuletzt muss jeder Gebäudeeigentümer auch wissen, wie er oder sie sein Gebäude in Zukunft nachhaltig und effizient beheizen kann. Ein zentraler Bestandteil der Wärmeplanung ist die Einteilung des Stadtgebietes in 3 Kategorien. Einerseits die Gebiete, wo Fernwärme wirtschaftlich darstellbar ist und wo auch relativ zeitnah Fernwärmeentwicklung umsetzbar ist. Zweitens die Gebiete, wo keine Fernwärme entwickelt werden sollte. Das heißt, hier bleibt die individuelle Wärmeversorgung bestehen. Und drittens die, vielleicht Gebiete, wo wir weiter untersuchen sollten, ob das Potenzial eine Fernwärmeversorgung hergibt. Ein Beispiel für erfolgreiche Wärmeplanung ist die dänische Stadt Sønderborg oder auch Sonderburg, nahe der deutsch-dänischen Grenze. Hier setzt man seit den 1970er Jahren auf Wärmeplanung und das mit Erfolg. Heute sind fast alle Dörfer und Städte und Stadtteile der Gemeinde mit Fernwärme versorgt. Die Gemeinde Sonderburg hat 2 zentrale Rollen in der Wärmeplanung. Zum einen sorgen wir dafür, dass es einen klaren Plan gibt. Eine zuverlässige Grundlage, auf die sich sowohl Versorgungsunternehmen als auch Bürgerinnen und Bürger verlassen können. Darüber hinaus ist es das Ziel des Project Zeros, dass wir als Gemeinde bis 2029 die CO2-Neutralität im sektorübergreifenden Energiesystem erzielen möchten. Das erreichen wir durch die öffentlich-private Zusammenarbeit Project Zero. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr wichtig, die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren. Daran arbeiten wir intensiv. Unter anderem konzentrieren wir uns auf die Öl- und Gasheizung im Wohnsektor. Darüber hinaus setzen wir Fokus darauf, unsere Unternehmen an die Fernwärmesysteme anzuschließen. So können wir das Gas in den Industrieprozessen der Unternehmen durch regenerative Fernwärme ersetzen und gleichzeitig die Abwärme im hohen Maße nutzen und die Energie auf diese Weise wiederverwenden. Eine günstige Wärmeversorgung ist für die Verbraucher von Sønderborg Varme das wichtigste Ziel. Gleichzeitig streben wir die CO2-Neutralität an. Um diese beiden Enden zusammenzubringen, ist es wichtig, einen Wärmeplan zu haben und dass wir durch sektorübergreifende Zusammenarbeit ein zusammenhängendes Energiesystem schaffen, in dem wir die Ressourcen des anderen nutzen können und zum Beispiel auch Abwärme von Unternehmen in der Region nutzbar machen. Für Sønderborg Varme ist es sehr wichtig, an der Erstellung des Wärmeplans beteiligt zu sein, da er uns eine Richtlinie gibt und die Möglichkeit bietet, sicherzustellen, dass der Prozess in einem durchführbaren Plan mündet. Außerhalb des etablierten Fernwärmesystems haben wir auch einige kleinere Gebiete, die für eine Rohrverbindung ans etablierte Fernwärmesystem nicht sinnvoll sind. Diese Gebiete nehmen wir in die Wärmeplanung als potenzielle Fernwärmegebiete auf. Potenziell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir untersuchen, ob wir eine lokale Wärmelösung schaffen können, die aus einem eigenen Fernwärmenetz und einer Eigenproduktion für ein solches Inselnetz besteht. Für uns ist das Wichtigste bei der Wärmeplanung, dass wir sicherstellen, dass die Bürger wissen, womit sie sich auseinandersetzen müssen, dass die Unternehmen unseren Plan kennen und dass die Versorgungsunternehmen auch wissen, wo es sich lohnt, in die Erde zu gehen. Dadurch sichern wir eine langfristige, stabile Planung unserer Versorgungsinfrastruktur. Wie Sie hören, arbeiten wir seit Jahrzehnten mit der Wärmeplanung in Dänemark. Dabei haben wir uns viele Erfahrungen gemacht, die wir in einem Werkzeugkasten zusammengefügt haben, um Ihnen die dänische Praxis näher zu bringen. Die Ausgangslage der Rolle der Fernwärme hierbei könnte in Deutschland und Dänemark kaum unterschiedlicher sein. Dennoch gibt es Ansätze, die universell anwendbar sind. Unter anderem sehen wir ganz deutlich, dass gute Zusammenarbeit und Partnerschaften ein wichtiger Hebel in der Wärmeplanung sind. Außerdem sollte die kommunale Wärmeplanung nicht in einem schicken Dokument und bunten Karten allein enden. Sie muss in die Praxis umgesetzt werden. Das wichtigste Werkzeug, um das sicherzustellen, ist ein lebendiger und möglichst breit verankerter Maßnahmenplan. Ein solcher kann den Weg zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung ebnen. Schauen Sie doch einfach mal rein. Wir hoffen, Sie mit den beschriebenen Ansätzen bei Ihrer Wärmeplanung inspirieren zu können.